Guten Morgen zusammen. Ich habe vor, heute eine Neunerlegung für den Tag zu machen. Und ich bin gespannt. Denkt daran, ihr könnt nicht mit allem resonieren. Die Karten bringen irgendwas auf den Tisch. Wir können dann gucken, inwieweit wir damit was anfangen können. Diese Neunerlegung, das sage ich öfters, weil es kommen ja auch immer wieder neue dazu. Die könnt ihr auch auf meinem großen Kanal sehen. Da nenne ich das Überraschungsneunerlegung und arbeite mit 2 Kartendecks. Und jetzt müssen wir eben warten, bis die Karten springen. Ja, wenn sie nicht gestorben ist, dann mischt sie noch morgen. Wir hätten gerne eine Karte, Dankeschön. Ja, da haben wir gleich mal den Berg, wie wunderbar. Also es geht um irgendwelche Hindernisse, die sich einem in den Weg stellen, Blockaden, etwas, wo es nicht weitergeht so richtig. Ja, das kann ja aus der Vergangenheit kommen. Etwas, das uns sehr getroffen hat, etwas, das uns Energie nahm, etwas, wo die Sonne nicht geschienen hat, sondern wo eher die Wolken, also dieses Verklärtsein, das Neblige, sich so eingeschlichen hat. Man könnte auch sagen, etwas, wo man mal kurz den Blick fürs Wesentliche verloren hat, sich zerstreut fühlte. Und vielleicht kam das auch plötzlich oder überraschend und hat uns irgendwie hier im Unklaren stehen gelassen. So, dann haben wir hier im Hier und Jetzt den Schlüssel und die Sterne. Das ist schon mal wunderbar, denn hier kommen zusammen mit der Sonne die Erkenntnisse, die einen eben aus diesem Nebel herausbringen. Mit dem Schlüssel haben wir den Erfolg, die Gabe, die Sicherheit, diesen Berg, dieses Hindernis zu überwinden und gestärkt mit einer größeren Klarheit auch rauszugehen aus der Situation, die sich da irgendwo noch befindet und uns hindert. Ne? Vielleicht wird es auch nach und nach klarer, in welchen Bereichen das auch sein kann. Vielleicht kriegen wir jetzt auch gleich noch einen Bereich, aber man sieht hier eben das erfolgreiche Überwinden von Hindernissen in eine andere Klarheit hinein. Wir haben den kurzen Weg, das ist schon mal gut, das Alltagsglück. Wir dürfen hier auch mal ruhig ein bisschen oberflächlicher sein, denn dieses zu tief im Nebel stehen erfordert auch, dass man mal einen anderen Schritt macht und sich mehr an dem Kleinen bedient, was so spontan sichtbar ist. Auf jeden Fall haben wir natürlich mit dem Klee auch das kleine Glück, den Erfolg. Ja, irgendwas wird hier Erfolg bringen. Es ist uns möglich, ein neues Kapitel aufzuschließen. Auch ich habe hier eine sehr spirituelle Sache. Ich denke, dass ihr hier tatsächlich in der Lage seid, etwas zu überwinden, was euch stark auf dem Herzen liegt oder im Unterbewusstsein rumrumort. Ja? Und ich denke, dass es hier Momente der Erkenntnisse gibt, wo man so denkt, ach, ja klar, als ich letzte Mal um den Berg rumgelaufen bin, habe ich vielleicht die und die Richtung genommen und da wäre aber ein anderer Weg gewesen und ich mache nicht das Gleiche nochmal, sondern ich konzentriere mich auf kleine Kurskorrekturen irgendwo auch. Wir haben jetzt unten den Mann. Das kann ja sein, dass ihr eine partnerschaftliche Sache hier nicht richtig in den Fluss bringen könnt. Es kann sein, weil der Brief liegt auch noch unten dran, dass es irgendwie eine Kommunikation gab, bei der ihr sowas von im Unklaren stehen gelassen wurdet, dass jetzt erstmal so ein Klärungsprozess stattfindet, das Wissen aufgeht. Ihr könnt ja auch mit Plötzlichkeit rechnen, also schnelle, unerwartete Erkenntnisse. Und eben den
den kurzen Zeitraum etwas in die Erfolgsenergie reinzubringen. Ich nehme mal noch die Intuitionskarten von Martin Zoller dazu. Vielleicht kriegen wir hier noch einen besseren Blick, was hier noch gesagt wird. Guckt mal, hier kommt der Erfolg schon rausgesprungen. Ja? Der Schlüssel zum Erfolg, die Straße des Erfolges ist sichtbar oder wird sichtbar, man wird sie erkennen. Hier kommen totale Umbrüche. Ne? Hier darf man akzeptieren, dass etwas nicht so war, wie es hat sein sollen. Man soll dies dann auch letzten Endes so stehen lassen. Und da, wo etwas beendet wird, geht dann die Tür wieder auf für das Nächste. Wir haben hier immer noch kein Thema. Ne? Ich habe hier lediglich den Mann. Das kann auch um eine Energie gehen, die in dir sehr vorherrscht. Also dieses Agierende und ich muss doch was tun und ich möchte doch was machen, erreichen und zugleich wieder das Gefühl, aber ich weiß nicht in welche Richtung, weil sich mir immer wieder Hindernisse zeigen. Das Hindernis kommt wahrscheinlich nur, solange du es nicht irgendetwas nicht komplett abschließen kannst oder nicht so stehen lassen möchtest. Ne? Sehr interessant. Was dürfen wir noch wissen? Ja, hier möchte etwas sich in eine andere Qualität hindrehen, wo du mehr Ruhe hast, wo du die Dinge gelassener angehen kannst, wo es dich nicht mehr so quält, um diesen Berg hier umherzugehen oder sich den Hindernissen immer wieder zu stellen. Da habe ich letztens mal ein Sprichwort gelesen, ich weiß allerdings nicht mehr, von wem es war oder wer das gemacht hat. Ich sage es euch aber trotzdem, da ging es drum, weil wir hier ja diesen Berg haben. Der Schüler fragt irgendwie den Meister, Meister, was mache ich denn, wenn ich den Berg erklommen habe? Wie geht es dann weiter? Und dann sagt der Meister, dann gehst du runter und hilfst den anderen hinaufzukommen. Also das hat mich schon sehr, da denkt man dann, na, man ist endlich oben und wo ist dann das Ergebnis? Und dann ist das Ergebnis nur die Erfahrung, die man weitergibt oder ja, das andere mitzureißen in ein neues Kapitel rein oder denen etwas mitzugeben, was man selber schon erfahren hat. Also das fand ich echt so ergreifend auch in dem Moment. Wenn es jemand von euch weiß, dann könnt ihr mir es ja sagen oder wer das Sprichwort kennt, könnt ihr unten hinschreiben. Also das Loslassen ist angezeigt, etwas weglassen, etwas komplett beenden. Auch bewusst zu sagen, hier, ich entscheide mich dafür, das Hindernis nicht mehr zu umranden oder zu umgehen, sondern ich entscheide mich bewusst dafür, einen Schnitt zu machen. Kann hier sehr hilfreich sein. Kriegen wir noch eine oder kriegen wir keine mehr? Ja, dann kommt hier die Harmonie mit. Schön. Also die Karten zeigen eigentlich ganz genau auf, wo die Reise hingeht. Unten haben wir noch die Liebe. Also es könnte tatsächlich Partnerschaftsthemen betreffen oder etwas, was euch stark am Herzen liegt oder euch verletzt hat. Dieses bewusste Abschied nehmen davon, die Verletzung immer wieder zu nähren. Okay. Jetzt noch ein Engel und dann, würde ich sagen, haben wir genug Input. Da hat sich auch schon einer gleich umgedreht und das ist der Engel der Achtsamkeit. Da geht es darum, im Moment zu sein, bewusst zu gucken, wie die Dinge sind, auch darüber nachzudenken, dass alles seine Zeit hat. Ja? Wenn ich darüber nachdenke, dass alles seine Zeit hat, dann endet eben auch irgendwas irgendwann mal.
man braucht hier auch nichts überstürzen, ne? Weil man noch vernebelt ist irgendwo und sich die Dinge jetzt erst klären. Und wir brauchen ja auch den Blick fürs Detail, ja? Weil man in Eile nicht so ganz genau hinguckt und vielleicht auch die Schritte nicht ganz so bewusst sind. Hier geht es auch darum, geduldig mit sich selber und auch mit anderen zu sein. Ja, hier zeigt sich ja die männliche Energie. Ich glaube, dieses durch den Alltag rennen und dann Dinge übersehen, da dürfen wir an sich mal wieder drüber nachdenken, denn man übersieht auch viel Schönes, das sich einem zeigt. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.